Hi Leute, willkommen zu Dragon Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute gibt es mal wieder ein paar Tipps. Und zwar bin ich von Martin gefragt worden, ob ich nicht noch mal so ein bisschen was erklären kann zu Abgussformen. Also ein bisschen spezieller, wie man das so aufträgt und wo man die eventuell dann auch herkriegt. Ne? So, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, ihr könnt so ziemlich aus allem einen Abguss machen, wenn ihr halt Silikon oder Knetsilikon oder was auch immer benutzt. Man kann natürlich auch so Formen kaufen. Das sind so, ja, wie nennen sich die? Gibt es für Beton, für Seife, einfach Abgussformen. Gebt das einfach mal bei Google ein für Ornamente und sowas und dann spuckt das Ding schon einiges aus. Ob das was ist für euch, das hängt immer von ab, weil ihr halt sucht. Ne? Leider findet man nicht so viel. Für die Formen zum Beispiel mit den Mustern, da bin ich aus Zufall immer drauf gestoßen. Hab natürlich direkt ein paar davon bestellt. Will jetzt auch keine Schleichwerbung machen, wo man die kriegt. Das dürft ihr dann selber gucken. Wie gesagt, guckt mal bei Google. Ne? So Abgussformen, Silikonformen, Ornamentformen. Da werdet ihr halt fündig. Das Ganze, das kann man natürlich mit Latex und auch mit Flexipaint. Ich werde euch mal mit beiden zeigen. Im Endeffekt ist es eigentlich so ziemlich dasselbe, ob er das mit dem einen oder mit dem anderen macht. Damit er dann quasi aus sowas rauskriegt. Ja? So, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe mal 2, 3 Formeln vorbereitet. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, ich habe einmal Flexipaint mit ein bisschen Wasser und einmal Latex. Die Form hier, das ist jetzt Flexipaint. Ja, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Ich werde das jetzt einfach mal reinmachen. Eigentlich brauche ich da zwar momentan nichts von, aber ich mache es jetzt einfach mal. Nehmen wir dafür einen Pinsel. Mal gucken, was ich hier so rumliegen habe. So, ein bisschen Wasser. Und dann wird das einfach relativ dünn rein. Eigentlich der Trick bei dem Ganzen ist eigentlich die erste Schicht relativ dünn zu machen. Dann gibt es auch keine Blasen oder ähnliches, obwohl ich muss sagen, ist mir bei Flexipaint noch nie aufgefallen, dass das irgendwie Blasen oder sowas macht. Kann natürlich auch sein, weil ich halt mit dem Pinsel auftrage. Problem bei Flexipaint ist halt, glatte Oberflächen macht das Zeug so gar nicht. Deshalb muss man halt ein bisschen gucken, was man halt für Formen nimmt. Ich tue immer noch so ein bisschen Wasser, damit das Ganze ein bisschen fluffiger wird, beziehungsweise fluffiger, dass es besser läuft, wenn es zu dick ist. Das ist dann auch nicht so toll. So geht es dann halt besser rein. Und wie gesagt, so die ersten 2, 3 Schichten mit dem Pinsel relativ dünn. Dann habt ihr das auch gut ausgefüllt, also die ganzen Vertiefungen. Und dann könnt ihr dann so nach der 2., 3. Schicht, wenn ihr seht, dass die Vertiefungen nicht mehr hell sind, also daran könnt ihr halt sehen, wo es nicht gedeckt hat, könnt ihr dann halt sehen, wo es dann noch gemacht werden muss oder halt auch nicht. Und dann könnt ihr dann, wenn alles soweit gut ist, halt dickere Schichten drauf machen. Und dann hängt es halt von ab, wie dicker die Sachen haben wollt. Also ich mache meistens so, naja, so 3 bis 4 Schichten. Also jetzt bei so einer flachen Form ist es natürlich ziemlich einfach. Da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. Problematisch wird es dann halt bei tieferen Formen. Da müsst ihr halt mit mehr Schichten, das müsst ihr dann immer aufbauen. Dann immer trocknen lassen. Wieder eine dünne Schicht, bis ihr halt die gewünschte Dicke habt. So, das ist jetzt quasi mit Flexipaint. Ne? Das lassen wir jetzt mal trocknen. Endergebnis wird dann quasi sein, das hier. Ne? So sieht das dann aus, wenn man das dann da rausholt. Wie ihr seht, also das ist schon, also von der Qualität sieht das schon echt gut aus. Ne? Also so filigrane Sachen kriegt man halt nicht hin. So.
Dann haben wir Latex. Könnt ihr quasi genauso machen. Ich nehme jetzt einfach mal so ganz rotzfrech denselben Pinsel. Macht das Ding aber vorher noch ein bisschen trocken. Im Endeffekt könnt ihr das genauso machen wie mit dem Latex auch. Hier habe ich leider nichts vorbereitet, aber das könnt ihr ja dann auch sehen, wenn es dann fertig ist. Das sind nämlich Teile. Der ein oder andere hat ja gesehen, ich bin diesen Stundenhammer da am machen mit dem Stundenglas. Und dafür sollen dann für den Stiel, sollen dann quasi hier die Verzierungen sein. Wie gesagt, das ist jetzt Latex. Beim Latex müsst ihr kein Wasser mit dazu tun, das geht auch so gut. Müsst halt immer gucken, dass ihr dann nachher den Pinsel auswascht. Da ist das bei den Abgüssen ist das nicht schlimm, wenn ihr den was nass habt. Weil durch das Wasser wird das Latex ein bisschen dünner nur, aber ist jetzt nicht schlimm, das verdunstet beim Trocknen, ja. Bei den Formen gehe ich immer so ein bisschen über den Rand drüber. Dann hat man nachher von der Kante her ein bisschen besser. Müsst ihr nicht, aber ich mache es halt bei mir. Wie gesagt, wird jetzt nur so drum, wie man das dann halt macht. Wie gesagt, auch selbe wie beim Flexiband. Relativ dünn. Ja, nicht zu dick. Wenn ihr hier noch so ein paar hellere Stellen habt, könnt ihr zwar noch drüber gehen, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Wenn es noch nicht überall ist, wie gesagt, macht mehrere Schichten und dann deckt sich das schon gut. Dann müsst ihr auch immer gucken bei den Formen. Die haben einmal hier dieses rausgestülpte und einmal dieses, was tiefer ist. Da er immer die Farbe in der tiefere reinmacht. Ab und zu verwechsel ich das nämlich auch und wundere mich, warum das so komisch aussieht. Ja? Also immer gucken, wo das tiefere ist. Da er dann quasi da das Latex reintut oder halt Flexiband. Wie ihr seht, so von der Verarbeitung ist das eigentlich dasselbe. Da kann man nicht viel falsch machen eigentlich. Wie ihr seht, das geht auch mit dem Pinsel relativ zügig. Wie gesagt, da macht man dann so viele Schichten, bis man dann meint, dass es dick genug ist. Hängt halt immer von ab, wo ihr dann halt drauf machen wollt. Wie ihr hier seht, das ist noch nicht so ganz deckend. Ne? Hier sind noch so ein paar Blasen und sowas. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das läuft jetzt quasi an die tiefsten Stellen. Das ist beim Flexiband ja auch so, weil das auf den glatten Oberflächen nicht gut hält. Aber das ist, wie gesagt, kein Problem, weil das halt dann sich aufbaut. Jetzt die nächsten Schichten, die gehen dann in diese Löcher rein, die dann eventuell noch da sind. Und dann sieht man dann nachher gar nichts mehr von. Also mit so Formen habe ich wirklich sehr gute Ergebnisse bisher erzielt und bin auch sehr zufrieden. So. Dann bin ich noch gefragt worden, Dirk, wie hält das Ganze denn aufeinander? Da kann ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal das Teil und schneiden da einfach mal was von ab. Wir nehmen da irgendwas. Ihr müsst natürlich immer gucken, dass das noch nicht so alt ist von der Abgussformen. Ich zum Beispiel nehme immer, um die was länger frisch zu halten, ich demonstriere mal, nehme ich hier so eine Langnese-Dose. Da kann man dann die Sachen reintun. Wie ihr seht, hier sind noch ein paar drin und die sind schon was älter, die sehen aber noch nicht so verblasst aus. Behalten wir auch erstmal hier, damit können wir nämlich auch noch ein bisschen was demonstrieren. So.
Machen wir mal weiter. Ich schneide jetzt einfach mal hier so ein paar Stückchen ab. Das hier ist ungefähr, vom Alter her würde ich mal sagen, so grob eine Woche. So. Wie gesagt, dann bin ich ja gefragt worden, wie das ganz aufeinander hält. Und zwar, wenn man irgendwas gelatext oder gepinselt hat und das noch relativ frisch ist, also ich sage jetzt mal ein paar Stunden, einen Tag, kann man das einfach so übereinander tun. Beziehungsweise dann halt auf die Stelle, wo ihr das drauf machen wollt. Und drückt da dran. Und schon hält das Ganze durch seine Eigenklebkraft, sage ich jetzt mal. Ne? So funktioniert das dann. Kriegt man noch auseinander, muss man aber schon ein bisschen, also das reicht. Man kann natürlich dann hingehen und kann dann quasi nachher noch, wenn jetzt so eine Kante ist, hier noch mit der Farbe hier so ein bisschen rein, damit sich das mit dem Rest besser verbindet. Das mache ich dann meistens auch. Aber ich denke mal, so fragentechnisch dürfte das soweit, denke ich mal, erklärt sein. So, dann zum Beispiel noch eine Sache. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ältere Sachen habt. Ich gucke mal, was ich hier so drin rumfliehen habe. Na, ist egal. Nehmen wir das Teil. Wenn das jetzt nicht mehr ganz so gut klebt, weil ihr das halt draußen liegen lassen habt und wolltet halt nicht wegwerfen, dann geht ihr einfach mit einem Pinsel oder mit irgendwas anderem und macht nochmal eine dünne Schicht drüber. Die Oberfläche, wenn die ein bisschen gräulicher schon ist, das ist dann halt, wenn etwas älter ist. Ist jetzt nicht so schlimm, sieht nicht so toll aus, aber man kann es dann immer noch benutzen. Und halt, um es drauf zu kriegen, machst du einfach auf die Rückseite ein bisschen mit dem Pinsel, Schwamm, so ganz dünn, nochmal eine Farbschicht drüber, wie ein Schwarz, halt Flexipent oder halt Latex. Und dann kannst du das dann nachher, wenn es dann was angetrocknet ist, dann halt auch auf die Sachen drauf tun. Und dann hält das auch wieder. Also wie gesagt, immer dann gucken natürlich, wenn ihr hier so einen unschönen Rand habt, dass ihr das dann mit einer Schere abschneidet. Das ist dann, wenn er das aus den Formen rausholt, ist dann immer das, was ich quasi am Rand überstehen lasse. Das schneide ich dann immer mit einer Schere weg. Und dann habt ihr das quasi relativ schön. Hier könnt ihr quasi auch noch ein bisschen ab. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ja, so funktioniert das Ganze. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ne? Wer ein bisschen mal was rum experimentiert hat, der ist da wahrscheinlich auch selber drauf gekommen. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch soweit gefallen. Ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, was Abgüsse angeht. Ich hoffe, Martin, deine Fragen und alle anderen sind auch beantwortet. Wie gesagt, der Trigger an der ganzen Sache ist halt mit vielen dünnen Schichten arbeiten und je dicker es halt ist, müsst ihr halt mit mehr oder weniger Schichten arbeiten. Das hängt halt immer vom Abguss ab. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch mal wieder gefallen. Bringt euch ein bisschen weiter bei euren Projekten. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.